Heute geht es um Kobe. Wer weniger an der Geschichte Kobes interessiert ist, kann gerne die ersten Minuten überspringen. Das Video ist in einige Kapitel eingeteilt und dann steigt ihr einfach wieder ein, wenn wir in Chinatown angekommen sind. Als Handelshafen der Heian-Zeit nachfolgenden Kamakura-Zeit in Japan im 13. Jahrhundert empfang das heutige Kobe, damals als Hafen von Hyogo, also Hyogo-zu bezeichnet, Schiffe aus China und anderen Ländern, bevor sich Japan wieder von der Außenwelt abriegelte. Den Startschuss, also quasi im wortwörtlichen Sinne, für die moderne Entwicklung zu einer internationalen Hafenstadt, fiel in das Jahr 1853 durch die Ankunft des amerikanischen Kommandeurs Matthew Perry und der auch bei europäischen Mächten damals üblichen Kanonbruchpolitik. Die erzwungene Öffnung des Landes und der folgende Bürgerkrieg, die sogenannte Meiji-Restauration, führte speziell in den 1850er Jahren zu den sogenannten ungleichen Verträgen, die einen Handel mit den Kolonialmächten ohne entsprechende wirkliche Gegenleistung ermöglichen sollte. In dieser Zeit etablierte sich in Kobe die ausländische Siedlung als exterritoriale Entität in Japans, in der sich viele Europäer und Amerikaner niederließen. Einerseits ist es die Zeit, in der die Ausländer auf den Geschmack des lokalen Rindfleischs kamen, was bis heute als Kobe Beef weltbekannt ist und nur in kleinen Mengen exportiert wird, aber andererseits auch das Eindringen der westlichen Kultur in Japan darstellt. Die exterritorialen Rechte der Kolonialmächte wurden 1899 wieder abgeschafft, aber bis heute kann man die in dieser Zeit erbauten viktorianischen oder wilhelminischen Gebäude besichtigen. Kobe hat heute etwa die Größe Hamburgs oder Münchens, ist aber in einer schmalen Landenge zwischen den steil aufsteigenden Bergen und dem Meer gepresst, sodass die Stadt zwar recht schmal, aber dafür sehr langgestreckt und in weiten Teilen nach oben gewachsen ist. Abgesehen vom Kobe Beef, also den Rindern, und als Hauptsitz einiger großer Konzerne wie Kawasaki oder Mitsubishi, mag Kobe dem einen oder anderen auch durch einige Katastrophen bekannt sein. Einige menschengemachte, wie die mehrfache Bombardierung Kobes 1942 und 1945 mit Napalm, was knapp 60% der Stadt verwüstete, oder auch natürlichen, wie dem Hanshin-Erdbeben bzw. Erdbeben von Kobe vom 17. Januar 1995, dessen Epizentrum direkt unter der Stadt lag und auch, wenn die Region nicht zu den seismisch aktivsten Regionen Japans zählt, mit einer Magnitude von etwa 7,2 einen Großteil der Infrastruktur zerstörte, darunter auch 120 der 150 Kais des Hafens und 400 Gebäude der Stadt. Eine als Erdbeben sicher geltende Straßenbrücke brach in sich zusammen und löste im Anschluss eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für Erdbeben in Gesamt-Japan aus. Ein Video mit Originalaufnahmen dieses Erdbebens findet man in der Beschreibung. Durch das Erdbeben verlor Kobe seinen Platz als größter Hafen Asiens und zweitgrößter Hafen der Welt. Die häufigen Zerstörungen der Stadt sieht man auch heute im Stadtbild. Aber nicht nur Europäer und Amerikaner hinterließen einen prägenden Einfluss auf die Stadt. Heute machen laut Statistik Koreaner etwa 50% der Ausländer in Kobe aus. Und als eine von nur 3 Chinatowns in Japan ist das chinesische Viertel heute ein berühmter Touristenmagnet.
gerade gekauft haben. Einmal Füllung mit Ente und Sesambällchen. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Die Soße ist ganz schön süß. Also da ist Ente da drin. Das hier ist die Haut der Ente. Das schmeckt gut. Das ist schrecklich. In jeder dieser Box ist eine andere Musik und die ist nicht leise. Das ist das europäische Viertel.